Die Sicherheit der A-Klasse und der Elchtest. Ich denke, wir können jetzt einen Schlusspunkt setzen. Die Entscheidung ist gefallen. Alle A-Klassenautos, die an Kunden ausgeliefert werden, werden ein modifiziertes Fahrwerk haben, andere Reifen und das Sicherheitssystem ESP. Jenes ESP, das nicht nur alles kann, was die Bremshilfe ABS kann und die Traktionshilfe ASR, sondern auch vieles, vieles mehr. Alle Autos werden damit ausgestattet. Hier auf einem Testgelände in Spanien, das hermetisch abgeschlossen ist, werden jene 4 Journalisten, die das Auto einer besonders harten Prüfung in den letzten Wochen unterzogen haben, dazu ein Mann vom TÜV und Niki Lauda, das Auto erproben. In der neuen Form, in der neuen Ausstattung, mit dem neuen Fahrwerk und mit ESP, so wie es alle Kunden ausgeliefert bekommen werden. Und dieses sind die Tester. Neben Niki Lauda Robert Collin aus Schweden, der den Stein ins Rollen brachte. Michael Specht, Auto Bild, Dirk Finken, Auto Zeitung, Jochen Albig, Automotor und Sport. Dazu Henrik Swonke vom TÜV. Und natürlich ein Notar, der über Maße, Gewichte und Regeln wacht. Die A-Klasse und der Elchtest. Die entscheidende Prüfung im schwedischen Ausweichtest markiert durch Pylone, die Fahrgeschwindigkeit von Lichtschranken gemessen und angezeigt. Niki Lauda, wir stehen hier vor der Elchtest-Konfiguration, um die A-Klasse zu testen. Die A-Klasse kennen Sie, nehme ich an. A-Klasse habe ich schon gehört davon, ja. Den Elchtest kennen Sie auch? Elchtest nicht, weil in Österreich haben wir keine Elche, deswegen habe ich leider damit noch nie was zu tun gehabt. Mit 70 km/h fuhr der Meister seinen ersten Elchtest bravourös. Na Niki, wie war's? Ich kenne mich aus. Kennt Sie aus? Also ich kann jetzt mit Elchen auch herumfahren. Also es ist relativ einfach für mich, das zu meistern. Also ich persönlich habe jetzt mit dem Auto hier überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, es liegt gut. Und ich würde sagen, ESP macht das jetzt deppensicher. Weil all das, was ich mir denken würde, tun zu müssen, macht das automatisch. Also ich sehe jetzt da überhaupt kein Problem. Das will Robert Collin natürlich selbst erproben. Und mit schwedischer Gründlichkeit misst er erstmal alle Abstände nach. Alles klar, aber sicher. Dann große Spannung vor der ersten Journalistenfahrt. Niki Lauda jeweils auf dem Beifahrersitz, also 2 Personen, halbes Gepäck. Als erster fährt Jochen Albig von Automotor und Sport. Wow, gleich 72,4 km/h, absolut sicher, kein Problem. Der nächste Versuch in Zeitlupe. 69,6, ausweichen, zurück auf die eigene Fahrbahnseite, abfangen, aufatmen. Dirk Finken von der Autozeitung. Kritisches Ergebnis vor einigen Wochen. Hier, dieser Fahrt, 67,0 und die A-Klasse hebt nicht mal ein Bein. Nach 3 Durchfahrten Fahrerwechsel. Ans Steuer setzt sich jetzt der Schwede Robert Collin, Meister des Kipptests. Innerhalb von 4 Wochen mit dem Elchtest bekannt geworden. Einer, der es wissen will. Anfahrt 63,4 km/h. Kein Problem. Dann steigt Henrik Swonke vom TÜV ins Testauto. Er hatte die A-Klasse schon vor 4 Wochen, noch ohne ESP und Fahrwerksänderungen, sauber durch den Elchtest gebracht. Jetzt also mit neuer Fahrwerksabstimmung. Dämpfer und Federn straffer, Vorderachse mit stärkerem Stabilisator, Spur hinten verbreitert, Karosserie tiefer gelegt, neue Niederquerschnittsbreitreifen und ESP. Anfahrt zum ersten Versuch.
67,9 km/h. Später gar über 72 km/h. Alles okay. Dann wieder mit Niki Lauda als Beifahrer, diesmal Michael Specht von Autobild. 69,8. Das schauen wir uns noch einmal in Zeitlupe an. Alle 4 Räder behalten Bodenkontakt. Das Auto wird perfekt beherrscht, reagiert offensichtlich absolut gutmütig. Niki Lauda telefoniert mitten im Test. Vertrauen zum Auto und zur Fahrerin. Erster Eindruck von Colin. We talked in the car and we said that if the car had behaved like this the first time we drove it, we would never have been here. Of course not. Und Niki Lauda beim Anschauen einer Zeitlupenstudie, die wir eben schon gesehen haben. Also man sieht jetzt hier beim Einlenken ganz eindeutig, wie das Auto hier sehr angenehm durch diese Kurvenpassage durchfahren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ESP hier einen Teil mitliefern kann. Also vom Schräglagen oder Kippen ist hier keine Rede mehr. Colin findet's gut, möchte aber sehen, wie es sich vollbeladen verhält. Also wird jetzt zum nächsten Auto gewechselt, das mit Fahrer und Beifahrer vorn, mit 3 Dummies auf dem Rücksitz und entsprechendem Gewicht im Kofferraum bis zum zulässigen Gesamtgewicht beladen ist. Wieder kritische Inspektion. Ungefähr das richtige Gewicht? Ja, natürlich. Niki Lauda mit Beifahrer Albig hat auch diesmal auf Anhieb alles im Griff. Aber wer beherrscht sein Auto schon wie ein Weltmeister? Deshalb auch diesmal unter allen Beobachtern kritische Spannung, wie sich die A-Klasse voll beladen im Elchtest verhält, wenn bestens geschulte, aber auch nicht minder kritische Fachjournalisten am Lenkrad drehen. Als erster Jochen Albig von Automotorsport. ...71,5 km/h. Leistung riesig, Auto ruhig. Dieselbe Fahrt in Zeitlupe. Da urteile jeder selbst. Ganz nebenbei, mit den neuen Breitreifen und der etwas tiefer gelegten Karosserie hat das Auto nach meiner Meinung auch im äußeren Bild noch dazu gewonnen. Auch Dirk Finken von der Autozeitung steuert die vollbeladene A-Klasse mühelos und sicher durch die 3 Meter breite Pylonengasse. Und das bei jener Geschwindigkeit so um 63 km/h herum, die manchem Fachmann vormals als besonders kritisch galt. 63,2. Auch das in Zeitlupe. Voll beherrscht. Ein kurzer Blick nach innen, Lauda gelassen, die 3 künstlichen Insassen auf der Rückbank schwanken rhythmisch hin und her. Auch dieser Mann, Michael Specht von Autobild, war vor einigen Wochen mit der A-Klasse im Elchtest hart ins Gericht gegangen. Ob er heute zufrieden ist? Er steigert die Geschwindigkeit von 63,3 im zweiten Durchgang auf 67,2.
Und schließlich gar auf 70,8 km/h. Die Gasse ist breit genug, alle Pylonen bleiben stehen. Und dann noch ein Blick auf die Zeitlupe. Alle 4 Räder bleiben komplett am Boden. Das Auto folgt den Lenkbewegungen des Fahrers willig und beherrscht. Und dann die schwedische Kollegin Marianne Sterner, bei der Niki Lauda schon im ersten Testteil locker telefoniert hatte. Auch diesmal steuert sie die A-Klasse ohne jedes Problem durch die Gasse mit 63,4 km/h ebenso wie mit 67,5. Na also. Niki Lauda steigt aus und bleibt beim letzten Tester als Zuschauer draußen. Der Schwede Robert Collin möchte mit jenem Mercedes-Mann als Beifahrer auf die Strecke gehen, der das Projekt A-Klasse leitet, mit Ulrich Brunke. Also 61,6. Okay. ...65,0 ebenso. Welch ein Unterschied zu früheren Bildern, Herr Kollege. Gell? Fazit: Die Wellen gingen hoch in den letzten Wochen und trübten die Sicht. Jetzt ebben sie ab und man kann Bilanz ziehen. Die Journalisten tun es in ihren Zeitungen und Fachzeitschriften, die Kunden in ihren Kaufabsichten. Und es scheint mir, sie alle werden zufrieden sein. Die ersten stimmen. Mein Resümee ist, dass eine Kipptendenz am Auto nicht mehr festzustellen ist. Also in der Hinsicht ist ein deutliches Sicherheitsplus festzustellen. Wir sind durch diese Manöver gefahren. Das ESP hat sehr wirksam eingegriffen. Und falls eine Kipptendenz noch vorhanden ist, dann wird es zumindest von diesem System so wirksam unterdrückt, dass es nicht mehr kritisch ist. Das ist also ein positives Ergebnis. Sie sind die A-Klasse in der neuen Konfiguration jetzt einige Male gefahren, voll beladen und auch nur mit 2 Personen mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Elchtest. Wie ist Ihr Eindruck jetzt? Ja, es sind sehr große Unterschiede im Vergleich zu vorher ohne ESP. In der Tat greift hier der Computer so schnell ein, noch bevor eigentlich der Fahrer selbst beisteuern könnte, ist das ESP da und bremst den Wagen so runter, dass eigentlich jede Gefahr eigentlich jetzt aus der Welt ist. Also in meinen Augen ist der Elch tot. Und jetzt haben wahrscheinlich die anderen Hersteller Probleme, da nachzuziehen, weil im Moment ist wahrscheinlich die A-Klasse der einzige Wagen, der da so problemlos durchgeht, auch bei höheren Geschwindigkeiten, die sind bis zu 70 gefahren. Und dass da vielleicht jetzt so die Konkurrenzmodelle Probleme haben werden. Die drehen sich vielleicht noch, die überschlagen sie nicht, aber die drehen sich vielleicht raus oder kommen in Situationen, die weitaus gefährlicher sind. Und da ist ESP natürlich phänomenal. Also wenn wir das aus unserer Journalistensicht sehen, ist durch die harsche Kritik für den Kunden einiges getan worden. Natürlich, der profitiert da jetzt von und hat natürlich in der Klasse ein einmaliges Auto mit einem Feature, was kein anderer hat. Ne? Aber wie gesagt, wenn es vorher schon gewesen wäre, würden wir jetzt hier nicht stehen, dann wäre alles nicht so weit gekommen. Da ist ein Fehler gemacht worden, die hat Mercedes auch eingestanden. Aber der ist jetzt aus der Welt. Also mit dieser Elektronik hat uns hier überzeugt. Danke. Niki Lauda, wie ist der Abschlusseindruck? Also der Abschlusseindruck, würde ich sagen, ist toll, weil ich habe das Auto jetzt gefahren in allen Extremen, mit Beladung, ohne Beladung. Und ich würde sagen, es ist absolut deppensicher. Man kann mit diesem Auto sicher überhaupt nichts mehr auf dem Gebiet aufführen. Sie sind mitgefahren mit allen Testern hier. Wie war der Eindruck von den Testern? Wie sind die damit zurechtgekommen? Also alle waren wirklich überrascht, weil sie natürlich sich mit allen Extremen auseinandergesetzt haben und wie viel verändert dieses Auto jetzt fährt und keiner hat irgendeine Kritik gefunden. Wie würden Sie die A-Klasse jetzt einordnen, von der Sicherheit her?
Also ich würde sagen, dass die A-Klasse durch ihre Höhen und Tiefen durch einige Extreme gegangen ist, aber jetzt wurde eine neue Dimension gesetzt. Das heißt, jetzt müssten sich alle anderen wieder überlegen, wie sie die A-Klasse wieder einholen sollten. Danke.